Herzlich willkommen bei den Mindhunters. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Nicholas Georgakis, aka Nicky Tall. Ein gefeierter Star in Nigeria. Du bist nicht nur Songwriter, Produzent, Musiker, Labelchef, Kickboxer, Bürgermeisterkandidat für die Stadt Nienburg. Und heute wollen wir das Mindset hinter diesem ganzen Erfolg durchleuchten und wissen, what it's all about. Viel Spaß, bleibt dran. Die erste, aller wichtigste Frage, warum sind wir eigentlich hier? Wir sitzen ja hier in einem... Wo sind wir überhaupt? Wir sind erstmal herzlich willkommen hier in den Räumlichkeiten von Macher Musik. Das ist das Tonstudio und ja, auch Label, was du gerade schon erwähnt hattest im Intro. Und ja, erstmal, ich feiere das, was ihr macht, Jungs. Vielen Dank, und, danke. Ja, schön, dass ihr hier seid und mich, der erste Gast bei euch, sein lassen dürft. Das ist uns eine Ehre. Ja, da habe ich einfach gedacht, der beste Ort wäre einfach, wie ich lade euch hier ein ins Tonstudio und wir drehen einfach mal die erste, für euch auch externe Folge, einfach mal woanders. Und ja, jetzt sind wir hier, Macher Musik Tonstudio Hannover. Vielen Dank. Ich glaube, viele wissen gar nicht, der Nicky hört ja eigentlich in jeder Folge, in bis jetzt 13 Folgen, die wir gedreht haben, habt ihr den guten Mann immer am Anfang und am Ende gehört. Willst du es erzählen, oder? Also Situation, das Ganze ist so zustande gekommen, wo die Mindhunters noch in ihrer Gründungsphase waren, kam auch das Thema irgendwann, dass die einen Intro-Sound haben wollen, also der immer ein Audio, was immer vor jedem Intro mitläuft oder was diese Videosequenz mit begleitet, und die habe ich produziert und auch dieses Mindhunters mit reingeflüstert. Top. Deswegen, ihr wisst Bescheid, das erste Interview mit der Stimme Mindhunter. Ja. Erste Frage, die bei uns auf jeden Fall sehr wichtig ist. Du bist, glaube ich, der einzige Grieche der Welt, der Pidgin-Englisch spricht. Ist das richtig? Vielleicht auch nicht. Also ich kenne niemanden. Ja. Willst du vielleicht dazu was sagen? Pidgin-Englisch ist ja eine besondere Art, Englisch zu sprechen, die wahrscheinlich nur in Afrika... Ja, genau. Also das Ding mit dem Pidgin-Englisch hat es das auf sich. Ich bin ja als Künstler... ich habe vor 13 Jahren angefangen, Afrobeats Musik zu machen und also Schwerpunkt Nigeria, und Nigeria spricht neben den, sagen wir mal, Mutter- oder Stammessprachen auch das Pidgin English. Das ist so ein gebrochenes Englisch, wie man es sich vorstellen kann, wie die Jamaikaner ihr Patois haben, hat halt Westafrika, also Nigeria, Pidgin. Ghana hat auch nochmal ein eigenes Pidgin, da gibt es verschiedene Variationen, aber Nigeria hat so ihr Nigerian Pidgin. Ich habe 2 Sachen gelernt. Yes. I don't know. I know Sabi. Das beschreibt eigentlich meine ganzen Skills. Ich weiß nicht und ich verstehe auch nicht. Das ist sehr gut. Du sprichst ja auch dieses, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Yoruba, das ist ja die... Yoruba, genau. Yoruba ist eine eine der Stammessprachen aus Nigeria, die ich schwerpunktweise mitgelernt habe. Ich würde sagen, ich bin da noch nicht perfekt drin, bei weitem noch nicht perfekt drin, weil es wirklich für einen, ich sage jetzt mal, Ausländer eine schwierige Sprache zu lernen ist. Aber eigentlich der Schwerpunkt war immer Pidgin English, und Yoruba war noch so eine Addition mit dazu. Das ist gleich mal die erste Frage. Du bist ja damals beim Feiern, glaube ich, mit dieser Kultur in Kontakt getreten, hast da ein paar DJs kennengelernt, hast die gefragt, hey, ich möchte es auch lernen, könnt ihr mir ein bisschen was zeigen? Und du hast die tatsächlich gefragt, hey, spricht mit mir nur Pidgin English, ich finde das cool. Das ist ja auch schon mal so ein ganz anderes Mindset, dass du aufgeschlossen bist, du hörst was Neues. Wobei die meisten eher sagen, hey, das ist was Neues, ich kenne das nicht, das ist fremd. So interessiert mich vielleicht nicht, oder sprich bitte Deutsch mit mir, ja, ihr seid in Deutschland. Da warst du aber genau andersrum, ja? Ja. Wie kommt's? Also das war so, ich komme aus einer musikalischen Familie, ich war schon immer Musiker, und wie du es schon richtig gesagt hattest, wo ich so 16, 17 Jahre alt war, hat mein älterer Bruder mich mitgenommen in die Clubs, Diskotheken, und da war damals so ein Laden, wo halt ein nigerianischer DJ aufgelegt hat, und der war der erste, der mich dazu gebracht hat, dass ich mit dieser Musik in Kontakt gekommen bin. Und dann gab es dann so einen damaligen Hitsong, und den habe ich dann halt gelernt und gecovert. Und ja, so kam das Ganze dann ins Rollen, dass ich mein erstes YouTube-Video mit 17 hochgeladen habe. Das war 2008. 5? War das nicht 2008. 5? Aber das gecovert? Das gecoverte war 2008.
Ach, das war 2008. Aber das Lied ist das aus dem Jahr Nein, das ist auch 2008 rausgekommen. Achso, ich dachte, das wäre älter gewesen oder so. Okay. Also der Song, von dem wir sprechen, heißt Conguasso von dem Künstler Nice. Okay. Und der kam Anfang 2008 raus und ich habe auch 2008 mein Cover dazu gemacht. Cool. Noch bevor ich 18 geworden bin, also vor September, da war ich 17 Jahre alt. One white boy, we do Conguasso, Nikito. Was mich auch noch interessiert, du hast ja so noch einen anderen Namen, Künstlernamen, Oyinbo Boy? Genau. Also das heißt Oyibo Boy. Oyibo Boy, okay. Und das heißt so viel wie weißer Junge, weil ich sag mal so Light Skin oder halt weiße Leute werden in Nigeria gerne Oyibo People genannt. Und so kam das halt zustande, weil wo ich mein erstes YouTube-Video hochgeladen hatte, hatte ich noch gar nicht den Künstlernamen Nikitol. Okay. So, und da habe ich nur die Kommentare gelesen und da stand immer Oyibo Boy. Und da habe ich damals eine Freundin gefragt, ich sage, was heißt das? Da sagt sie, ja, das heißt weißer Junge. Ach so. Weil die sagen, who is this Oyibo Boy singing in Yoruba? Who is this Oyibo Boy singing in Pidgin? So, und dann kam das so Oyibo Boy und dann wurde ich unter diesem Namen Oyibo Boy erst bekannt. Okay. Und dann kam dieses Nikitol später dazu und dann wurde das Nikitol aka Oyibo Boy. Cool, also die Leute haben dir den Namen gegeben. Ja, genau. Cool. Ja. Aber dein Name Nikitol, da steckt ja auch was hinter? Mein richtiger Name, wie du schon gesagt hast, ist ja Nikolas und mein Spitzname von Kind auf war schon immer Niki. Es war nie Nick oder Nico, es war immer Niki, von klein auf, seit ich denken kann. So, und so kam das dann mit Niki so und dann später mit dem nigerianischen DJ zusammen, mein Kumpel, Big Shoutout hier an Larry, der hat dann zu mir angefangen zu sagen, Nikito, weil wie gesagt, ich bin 1,96 groß. Genau, man sieht es jetzt nicht, wir sitzen, aber Niki ist echt verdammt groß. Der ist wirklich groß. So. Und da hat er so gesagt, ja, Nikito. Immer hat er das so gesagt und ich habe gesagt, okay, irgendwie hört sich das cool an. Und dann hatte ich meine DJ-Karriere gestartet mit 18 und dann habe ich überlegt, welchen DJ-Namen soll ich nehmen und dann kam dieses DJ Nikito. Und dann später kam das erst, dass ich nachdem ich gut YouTube-Covers gemacht habe, dann irgendwann diese Künstlerkarriereweg eingeschlagen habe und dann habe ich halt das DJ weggenommen und dann war es nur noch Nikitol. Remember those days I no get a lot. Since those days I no get Blackberry. Money no day she dey bring my heart. And now she won't come cause I get money. Like Shagari, I get money baby. Like Shagari, I get money. Und du meintest ja, also Musik hast du ja von deinem Vater gelernt. Wie hat er dich inspiriert mit der Musik? Weil dein Papa ist ja Grieche. Papa Grieche? Genau. Mama ist Deutsch. Mama Deutsch. Ja. Und dein Vater hat dir wahrscheinlich dann eher griechische Volksmusik beigebracht, oder wie ist das? Ja, genau. Wir haben griechische traditionelle Musik von zu Hause aus gespielt, das heißt Bouzouki und Gitarre. Ja. So, und ich habe mit 9 Jahren angefangen, Gitarre zu lernen. Und dann haben wir erstmal mit griechischer traditioneller Hausmusik sozusagen gestartet. Er Bouzouki und gesungen und ich Gitarrebegleitung gespielt. Man sieht es gerade nicht, aber hier stehen, glaube ich, 4, 5 Gitarren. Ja, genau. Das war so der Start in die Musik für mich. Also ich habe es immer mitgehört natürlich. Papa hat von Anfang an schon immer gespielt, seitdem ich denken kann. Ja. Und irgendwann so mit 8, 9 habe ich dann so das erste Mal so eine Gitarre gegriffen. So, und dann war Interesse da. Da würde ich auch noch ganz gerne was sagen. Den Mindhunter-Beat, unser Intro, der Part mit der Gitarre, da steckt ja auch eine krasse Geschichte hinter. Die bedeutet mir auch sehr viel. Deswegen. Genau, das ist das Interessante, wo die Jungs hergekommen sind und haben dann gesagt, ja, wir brauchen eine Musik so und so und so, die muss ein bisschen die Charakteristik mitbringen und das erfüllen und das erfüllen. Hatte ich ein Beat sozusagen schon in der Schublade gehabt, was ein Gitarrenriff ist, was ich mir damals einfallen lassen habe, wo ich, glaube ich, 15 oder sowas war. Also diese Melodie begleitet mich schon die letzten 15 Jahre. So, und ich habe tatsächlich diesen Riff verwendet in einem Song schon mal, der allerdings nie veröffentlicht worden ist, weil das einfach so in der Produktion dann mit einem Künstler zusammen stecken geblieben ist. Und es war auch für mich während der Produktion so, dass ich sage, irgendwie diese besondere Melodie ist nicht in einem besonderen Rahmen jetzt gerade drin. So, und dann kam das mit euch
Und dann hat es irgendwie so fusioniert und jetzt hat diese Melodie endlich ihren Besitzer gefunden. Das ehrt uns, das ehrt uns. Wir lieben unser Intro, ne? So soll es ja auch sein. Ja. Aber was, glaube ich, auch viele nicht wissen, du hast ja neben den ganzen Sachen diese künstlerische Gabe, die du hast als Musiker, als Sportler und alles, was dazu gehört. Warst du ja auch Chemikant, ist das richtig? Ja. 2017 hast du, glaube ich, damit aufgehört? Also zu meinem beruflichen Werdegang, ich bin ganz normal zur Realschule gegangen, Realschulabschluss gemacht, habe dann einjährige Berufsfachschule Fahrzeugtechnik, habe dann eine Kfz-Ausbildung gemacht zum Kfz-Mechatroniker, dann eine Weiterbildung, interne Weiterbildung zum Verkäufer. Und dann bin ich 2013 rübergegangen in die Chemieindustrie und habe dann sozusagen es ist nicht richtig Chemikant, es ist sozusagen Fachkraft Chemie, kann man sagen, wieso hat sich das genannt, habe ich dann sozusagen in der Chemieindustrie gearbeitet. Okay, und du hast damals gesagt, hey, ich will diesen sicheren Job aufgeben als Chemikant oder Fachkraft. Ja. Ich denke mal, die Branche zahlt sehr gut. Ja, war wirklich gut. Hast du dann gesagt, so ey, ist nicht mehr meins, ich verlasse diesen sicheren Hafen quasi und gehe in die Unsicherheit? Es hat sich ein bisschen, auf einer Seite schon, weil der Gedanke war immer so da, aber es hat sich dann zum Ende hin auch etwas erübrigt, mehr oder weniger. Weil ich sag mal so, für mich war das schon zum zweiten Mal, dass ich vor der Situation stand, Zeitvertrag, verlängert. Okay. Und dann, du wartest auf den großen Festvertrag und dann kam der nicht. Und das war zum zweiten Mal so. Und das erste Mal, wo der nicht gekommen ist, war ich 23 und das zweite Mal, wo der nicht gekommen ist, war ich 28. So, und dann konnte man sich schon so überlegen, okay, wie lange brauche ich, um diese vermeintliche Planungssicherheit ein drittes Mal zu erreichen? Verständlich, ja, nach 4 Jahren warten. Genau, und zu dem Zeitpunkt ist die Musik aber schon über 10 Jahre offiziell nebenerwerblich parallel gelaufen. Okay. Und dann hatte sich das erübrigt von allein. Das heißt, du hast dir parallel erstmal das Standbein auch weiter aufgebaut mit der Musik und dann hast du gemerkt, hey, irgendwann kann ich auch mit beiden in der Musik stehen und hast dann von da an das fortgeführt. Korrekt. Nichtsdestotrotz wäre aber, selbst wenn es zu diesem Festvertrag gekommen wäre, wäre trotzdem eine Überlegung damals gewesen, nicht trotzdem voll in das zu gehen, was ich jetzt mache. Jetzt die Frage für alle anderen Musiker oder für die, die ein Hobby ausleben und sich vorstellen können, okay, das macht mir Spaß, das Hobby will ich vielleicht irgendwann zum Beruf machen. Was würdest du den Leuten für einen Tipp mit auf den Weg geben? Also ich kann den Tipp erstmal geben, es wirklich so lange parallel laufen zu lassen, bis es wirklich gar nicht mehr anders geht, dass es sich schon mehr oder weniger fast von alleine erübrigt, sodass man sich die Frage gar nicht mehr groß stellen muss. Weil solange man sich diese Frage noch krass stellen muss, ja, mache ich lieber das oder mache ich lieber das, weiß man, dass das andere anscheinend noch nicht richtig funktioniert. Sonst würde man nicht in diesem Struggle drin stecken. Ja. So, ne? Das schon mal als erstes vorweg. Dann als zweites, man muss natürlich seine eigene Situation genau begutachten und auch gucken, was für ein Typ man ist. Wie viel bedeutet einem diese vermeintliche Planungssicherheit und auch, wie ist seine aktuelle Lebenssituation? Kann man sich das erlauben, so einen Step zu gehen und auch das Risiko in Kauf zu nehmen, vielleicht schlechter wieder rauszukommen, als du reingegangen bist? Ja. Und wie ist auch seine eigene aktuelle finanzielle Situation und auch familiäre Situation? Hast du vielleicht schon Verpflichtungen? Hast du eine Familie? Hast du Kinder? Dann sieht es vielleicht nochmal wieder anders aus. Aber das ist immer individuell, das muss jeder für sich selber am Ende abwiegen. Aber von der Kernaussage würde ich immer sagen, wenn man an diesem Scheitelpunkt in seinem Leben steht, es ist immer besser am Ende zu sagen, ich habe es versucht, anstatt auf dem anderen Schiene zu bleiben und dann zu sagen, oh, hätte ich mal lieber, und dann mit diesen eventuellen Vorwürfen an sich selbst nicht klarzukommen. Ja. An der Stelle, wir sind ja Mindset-Channel und wir wollen ja quasi deine Denkweise durchleuchten. Was hat dich, was war dein Antrieb, um all das zu schaffen, was du geschafft hast? Deswegen haben wir auch ein bisschen so über deine Vita gesprochen. Ein interessanter Punkt, du warst ja schon in über 30 Ländern und da die Frage, und jetzt auch nochmal mit der Brücke du warst ja in Nigeria ziemlich oft, so wenn ich das richtig verstanden habe, mal eine Zeit lang fast jedes Jahr, ist das richtig? Ja, ich bin seit 2015 ein- bis zweimal im Jahr da. Okay, cool. Und da zum Thema Mindset. In anderen Ländern ist es ja so, dass die Leute da vielleicht ganz anders mit umgehen. Also wir haben ja in Deutschland hier eine spezielle Kultur. Nach der Schule habe ich konkret meine Ziele und die Ziele verfolge ich dann auch. So was Richtung Kunst oder Musik. Das sind immer solche Themen, die dann, Ja.
Also ich sag mal so, die Welt ist sehr vielfältig. So, und es ist auch gerade schön, dass hier in Deutschland beispielsweise es sowas wie die, ich sage jetzt mal Künstlersozialkasse oder sowas gibt, weil auch beispielsweise man gemerkt hat, das Leben ist nicht nur Wirtschaft, Zahlen und Wachstum. Das Leben ist auch Kultur, Musik, Kunst, alles, was da noch mit zugehört. So, und so ist es, ja, man ist natürlich immer am Überlegen, hätte ich beispielsweise die letzten 10 Jahre meines Lebens nicht in einen kreativen, künstlerischen Bereich gesteckt, sondern hätte ich mich rein auf Zahlen und Profit konzentriert, würde ich vielleicht finanziell noch deutlich besser gestellt sein, als ich es jetzt bin. Ja. Also das ist immer, man muss immer gucken, wo sein Fokus auch liegt. Ne? Wenn man natürlich sagt, also wenn einer sagt, ich will Musik machen oder künstlerischen Bereich gehen und dann finanziell damit groß rauskommen. Es ist wahrscheinlich ja, keine Ahnung, wenn du 50.000 Euro für dich zum Investieren in dich hast, geh lieber ins Casino und mach Blackjack schwarz oder rot. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass du das da verdoppelst, anstatt dass du das in der Musik versenkst. Ja. Ne? Das ist ganz klare Sache. Das ist jetzt mein Statement nach so langer Musik. Aber rein vom Ding her würde ich immer sagen, Leidenschaft für egal was es ist etwas, was man nicht verdrängen sollte. Das heißt, das ganze Rumreisen und an neue Kulturen, neue Menschen kennenlernen, hat dir dann auch so einen Schub gegeben, dass du sagst, komm, ich probiere das, weil ich habe Kulturen gesehen, wo die Leute vielleicht den Wert dann doch auf andere Dinge legen. Ne, weil ich merke das ja auch, wir sind ja auch den Weg gegangen, du wirst hier getrieben von Bildung, ja, genau. Was ja eine gute Sache ist, so. Ja. Wir wollen auf jeden Fall, alle Zuschauer, geht immer der Bildung nach, eine gute Sache, aber du kannst auch woanders ein Talent haben. Ja. Deswegen haben wir dich als gerade ersten Gast, weil du, glaube ich, das auch so verkörperst, wie nicht so viele, die wir kennen, sage ich mal. Und wir wollen ja Leute interviewen oder mit Leuten quatschen, die auch aus unserem Umfeld sind, wo wir sagen, das ist eine krasse Persönlichkeit. Das muss nicht immer der Weltstar sein oder der Superstar, ne? Weil für irgendwie ist jeder auf seine Art und Weise ein Star. Und du hast ja viel geschafft damit, auch mit dem Reisen. Und da die Frage konkret, was hast du da alles für dich mitgenommen? Also kamst du zurück nach jeder Reise und hast gesagt, ey, jetzt erst recht, ich werde Musiker, ich ziehe das durch, oder inwiefern hat dich das beeinflusst? Oder auch nicht? Ich kann dir da sogar ein sehr konkretes Erlebnis zu erzählen. Ja. 2017, das war ziemlich zum Ende meiner hauptberuflichen Karriere, hatte ich alle meine Urlaubstage aufgebraucht, weil ich schon alles in die Musik und in die Reiserei und für Auftritte und Anfragen, die gekommen sind, alles verballert habe. So, und ich hatte dann keine Chance mehr, noch eine Anfrage wahrzunehmen, die ich aus Nigeria hatte in dem Moment. Und da wollte mich jemand, also ein Brautpaar, unbedingt auf ihrer Hochzeit haben. So, und die haben wirklich so immens darauf gepocht, dass ich da hinkomme und wirklich alles probiert. Und dann war das Datum, war das ein Samstag im Oktober 2017. Und da hatte ich Frühschichtwoche gehabt, das heißt Freitag 14 Uhr Feierabend. Yeah. So. Okay. Und Montag mit der Nachtschicht begonnen. So, das heißt, Montag 22 Uhr musste ich wieder da sein. Dann habe ich mir Flüge rausgesucht und geguckt und habe ich überlegt, ey, das passt zeitlich sogar. Wenn ich mich auf den Weg zum Flughafen mache, schaffe ich das, Samstag in Nigeria zu sein und dann zu performen und Sonntag wieder weg zu sein, dass ich montags abends wieder zur Nachtschicht kann. So, mein Papa hat zu dem Zeitpunkt auch gearbeitet, Schichtdienst. Und wir sind dann montags morgens um 6 Uhr beide gleichzeitig nach Hause gekommen und saßen am Frühstückstisch. So, haben dann immer noch gefrühstückt und uns ein bisschen ausgetauscht. Und es war so ein bisschen surreal, dass wir uns dann auf einmal wieder sehen, weil er hat mich Freitag noch zum Flughafen gebracht. Und Montag sitzen wir wieder und ich war zwischenzeitlich kurz in Afrika. So, weißt du? Und mein Papa war voll happy. Oh, du kriegst das alles so geil unter einen Hut und hier was und da was. Und natürlich auch finanziell auf beiden Seiten funktioniert da was und sowas. Und ich war wirklich so kaputt und war so, diese Nachtschicht an dem Montag war wirklich so hart, weil es halt einfach direkt da gar nicht direkt in your face ging es gar nicht. Einfach dieser gefeierte Typ, der auf der Hochzeit sozusagen da die Eröffnung macht und wirklich von allen bejubelt wird. Und dann Montag nimmst du deine Stempelkarte und bist Personalnummer 186. Krass. Und stehst an der Beschichtungsmaschine. Krass. So, und ob du jetzt da wärst oder Peng, es wäre eigentlich scheißegal. So, weißt Keiner jubelt für dich, wenn du kommst. Ja, so, weißt du, so, das war einfach die Realität. Und ich saß dann so und ich habe dann zu Papa gesagt, ich sag so, Papa,
so macht es keinen Spaß. Egal, wie es gerade finanziell aussieht und dass auf beiden Seiten was funktioniert. Aber so macht es keinen Spaß. So. Und das war dieser Moment, wo ich mir dann auch gesagt habe, finanziell nur zu denken, ist definitiv nicht alles. Sonst war das immer nur so eine zugeflogene Floskel, wo man sagt hat, ja, Geld ist nicht alles. Wenn mir einer sagt, ja, Geld ist nicht alles, dann sage ich zu dem, ja, dann überweis mir doch deins. Das stimmt, ja. Weißt du? Ja. So vom Mindset her. So, aber wenn man wirklich an solche Momente in seinem Leben rankommt, merkt man halt wirklich, dass es halt wirklich nicht alles ist. So. Und dann, warte, um jetzt wieder zurück zu deiner Frage zu kommen, durch diese Reiserei ergibt sich natürlich auch ein ganz anderer Weltblick und eine ganz andere Offenheit. So. Und man hält hier so sehr an immer wieder dieser Planungssicherheit und diesen sicheren Sachen fest. Und in anderen Teilen der Welt ist das gar nicht gegeben. So, in anderen Teilen der Welt ist das gar nicht da, sodass du sagst, okay, wenn ich jetzt meine Schule mache, habe ich garantiert die Chance oder wahrscheinlich die Chance, das und das und das zu machen. So, das ist in anderen Teilen der Welt noch viel, viel schlechter als hier. Weiß nicht, hier in Deutschland hast du ja super viele Firmen. Ja. Wir denken mal alleine an die Automobilwirtschaft. Ja. Wir haben die ganzen Autohersteller, aber auch die ganzen Firmen, die da dranhängen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass in Nigeria alleine auch andere Sektoren nicht so stark vertreten sind. Ich weiß nicht, Nigeria oder? Ja, oder es muss nicht nur Nigeria sein. Ich sage, es gibt auch genug Orte in Europa, wo es schon so ist. Ja, wo stimmt, ein gewisser Mangel an so vielen Sachen einfach da ist, dass du sagst, okay, selbst wenn du studiert hast und selbst wenn du, ich sage, selbst hier in Deutschland ist es ja schon so. Mittlerweile in Deutschland ist es ja so, wenn du studierst und irgendeinen extravaganten Studienweg eingeschlagen hast, dann kann es sein, dass du am Ende, wenn du mit deinem Studium durch bist, erstmal einen Personenbeförderungsschein machst und Taxi fährst ein Jahr. Das ist immer der Witz, oder? So, wenn man Leute trifft, die Geschichte studieren oder sowas, sagst du, okay, du fährst dann später Taxi. Ja, so, das ist das Ding so. Ne? Also die Garantie gibt es auf der Seite natürlich auch nicht. Deswegen würde ich immer sagen, man muss immer eine Balance finden zwischen, was möchte ich wirklich selber, wenn ich auf der Suche nach mir selbst überhaupt war und das für mich entdeckt habe, was mich selber glücklich macht, was ich werden möchte, aber was zahlt auch gleichzeitig meine Rechnung. So, weil man muss natürlich auch in dieser ganzen kreativen oder künstlerischen Welt, man muss auch realistisch bleiben. So, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. So, und da muss man halt einfach gucken, welche Moves kann ich mir selber zumuten und welche kann ich auch realisieren und welche lassen sich vereinbaren mit meinem aktuellen Lebensabschnitt. Cool, da hatte ich eine Frage zu. Ja. Du hast uns gerade dieses schöne Beispiel genannt, in Nigeria wirst du gerade noch gefeiert. Ja. In Deutschland bist du nur eine Personalnummer und gehst deiner Alltagsroutine, deiner Arbeit nach. Ja. Ich habe dazu eine sehr harte Frage, ich weiß nicht, ob du die beantworten willst, aber warum bist du dann nicht in Nigeria? Ich sag dir so, für Vollzeit dort zu sein, habe ich tatsächlich nie so richtig das Bedürfnis gesehen. Okay. Weil ich habe gesehen, wenn ich einen Monat am Stück da bin, 2 Monate am Stück da bin, habe ich schon so, dass ich sage, okay, ich habe meine ganzen Interviews da gerockt, ich habe Live-Auftritte gemacht, ich habe Shows gemacht und letztendlich produzieren ist für mich von Deutschland heraus immer noch viel leichter. So, okay. Weil ich produziere mich selber und habe dort bei weitem nicht die Möglichkeiten, das dort zu machen. Dort müsste ich wirklich tatsächlich gehen, okay, ich suche mir einen, du machst mir das, ich brauche einen Produzenten, ich mache das. Das wäre finanziell eine ganz andere Nummer, das dort zu stemmen, als ich das hier machen kann. Hier hast du quasi ein ganzes Equipment, du hast dein Studio. Genau, so. Und so war für mich immer dieses, dass ich eigentlich gar nicht musste, so viel da zu sein. Also ich habe immer lieber meine Projekte vorbereitet und bin dann 1 oder 2 Monate runtergeflogen und habe dann veröffentlicht und dann sozusagen meine Promotion-Moves und alles dann da gemacht. Und wenn ich dann gesagt habe, okay, ich bin jetzt soweit mit durch, dann bin ich wieder hier. Es hätte sich vielleicht verändert, wenn es noch größer geworden wäre, als es bis jetzt schon gekommen ist. Oder wenn es jetzt bei meinem letzten Besuch in Nigeria, habe ich eine Anfrage gekriegt von einem Director, ob ich nicht Lust hätte, einen Film mitzudrehen. So. Und dann wäre natürlich schon der Zeitraum noch deutlich länger gewesen, da zu sein. Aber für mich gab es bisher noch nie so dieses, dass ich viel länger hätte da sein müssen. Noch ein anderer Punkt, der mich oder der uns sehr interessieren würde. Du hast ja, Gustav hat dir die fiese Frage gestellt, warum du nicht in Nigeria leben möchtest. Ja.
Und was auch noch, oder was... Nee, warum ich da nicht bin. Oder warum du da nicht bist, genau. Leben würde ich da wirklich Ja, genau, gerne. leben sorry, falsch ausgedrückt. Ich nehme das zurück. Besser gesagt, warum du nicht dort bist. Ja. Und wir reden ja viel über Musik, über Arbeit und so weiter. Ja. Aber wie gesagt, wir sind ja ein Mindset-Kanal und da geht es um deine Persönlichkeit, hinter dem, was steckt hinter der Person, hinter all dem, was du machst. Ja. Und da sind ja auch Gefühle, Emotionen. Natürlich, das spielt auch noch mit rein in die Frage, die er gestellt hat. Ich habe natürlich meine Familie hier. Ich habe sein Papa erwähnt. Hier. Liebe Grüße übrigens an Papa Kostas. Onkel Kostas, liebe Grüße von den Mindhunters. Ja. Und das ist natürlich diese Situation. So, da ist es viel schwieriger, sich komplett hier auszuklinken. Ja. Deswegen war das nie so richtig das Ziel. Also die Traumvision ist immer noch am Ende des Tages ein Leben zu führen zwischen März bis Juni in Deutschland, Juni bis September in Griechenland, die Sommersaison. Und dann wird es da auch kalt, dann ist es hier kalt. Und dann September bis Februar in Nigeria. Also hast du nie Winter? Nie Winter. Ist das Wetter da eigentlich? Das Wetter ist, also es wird das ganze Jahr nicht unter 30 Grad. Also in dem Zyklus, wo du dort wärst, wäre das Wetter gut? Es ist das ganze Jahr über. Okay, cool. Von Januar bis Dezember ist nie unter 30 Grad. Aber zu der Anekdote von vorhin noch, die Geschichte mit dem, wo du dann über das Wochenende in Nigeria warst. Ja. Da haben wir darüber gesprochen, du bist zurückgekommen und hast dir gedacht, ey, gestern noch wurde ich gefeiert und heute bin ich irgendeine Personalnummer. Ja, genau. Da interessant auch die Frage, wie wichtig ist Anerkennung für dich und auch für den Menschen? Was denkst du? Weil ich denke mal, oder wir denken, jeder Mensch hat Anerkennung verdient. Der eine braucht es mehr, der andere vielleicht weniger. Ja. Aber Anerkennung ist doch vielleicht doch der Antrieb, der uns pushen sollte, um auch unser Geld zu verdienen. War das vielleicht bei dir auch ein ausschlaggebender Punkt? Oder sagst du, das hat nicht unbedingt miteinander was zu tun, aber ich brauche die Anerkennung und ich brauchte sie trotzdem irgendwie auf eine Art und Weise? Weil auf der Arbeit wirklich, wir haben auch Bandarbeit gemacht und ich sag dir ehrlich, große Anerkennung bekommst du da nicht. Nee. Ist halt einfach so, es ist leider so, oder? Hast du da was anderes zu berichten? Ich habe mich einfach gefühlt wie eine Maschine. Ja. Deswegen. Also guck mal, wenn du, das ist ja jetzt das ist jetzt eine wirkliche Mindset-Aussage zu kommen, die ich treffen möchte. Für mich als Arbeitnehmer war das immer klar, dass das nicht für ewig ist. So, es war immer klar, dass das nur bloß ein Sprungbrett ist, um Geld zu verdienen, was ich in etwas anderes investieren werde. So, das war für mich von Anfang an klar. So, und das ist sozusagen das ist die Sache, die einen eigentlich auch über Wasser hält oder halt es auch möglich gemacht hat, dorthin zu gehen. Ja. So, ne? Weil es gibt zwei Sachen, die dich aus dem Bett holen. Entweder es ist ein Traum oder es ist eine Pflicht. Der Wecker meistens. So, ne? Und das ist also irgendwo angestellt zu sein. Brech dir das Wort auseinander. Du bist Angestellter. Was macht der Angestellte? Er stellt sich an. Als Selbstständiger bist du selbst und ständig. So, und das ist halt einfach die Situation, wo du sagst, okay, du hast was gesagt von Anerkennung. Genau. So, Anerkennung liegt sehr nah beieinander mit Wertschätzung. So, und wenn du irgendwo angestellt bist mit Personalnummer 385.000, wo ist da die Wertschätzung? So, ne? Nicht, dass man das verlangt. Es soll keiner vorbeikommen und dich bespaßen und sagen, hey, dies und das und sowas. Nein, es ist ein Wirtschaftsunternehmen, du gehst dahin, erledigst deine Arbeit, kriegst dein Geld dafür. Das ist deine Wertschätzung. Aber es ist ein wichtiger Bestandteil zu sein. Aber für dich als Persönlichkeit, als Mensch, ist etwas wie Anerkennung und Wertschätzung sehr wichtig. Ja. Und wenn jeder, der da auch was anderes behauptet, jeder Mensch braucht das. Klar, wir sind soziale Wesen. Du willst ja irgendwie ein Teil eines Großen sein oder musst das Gefühl haben, ich trage zu etwas bei, ich bin wichtig, bin nicht umsonst hier. Ja, klar. Genau. So, und wenn man erstmal seiner Leidenschaft nachgeht und dafür dann irgendwann Wertschätzung und Anerkennung bekommt, dann sind das, glaube ich, zwei ganz tolle Gefühle, die miteinander zusammenkommen. So, und da kann ich nur aus jedem empfehlen, sich das zu suchen, was ihn glücklich macht.
So, und da wird auch die Anerkennung oder Wertschätzung kann ja in jeglicher Form zurückkommen. Es kann ja auch sein, wenn du beispielsweise, du bist ein leidenschaftlicher, du hast einen Hund. So, du kümmerst dich um den, der gibt dir Liebe zurück. Das ist schon für viele ein ganz großes Erfolgserlebnis. Absolut, ja. So, und das ist Anerkennung. Das können zig verschiedene Beispiele sein. Du bist, und es müssen nicht immer die dicken Fische sein, nach denen man guckt. Es kann auch sein, dass du ehrenamtlicher Trainer in der 3. Kreisklasse bist. So, und ihr schafft das irgendwie aus einem Team von der 3. in die 2. aufzusteigen. Dann ist das ein Erfolgserlebnis. Und dann ist es Anerkennung, dann ist es Wertschätzung. So, und da finde ich, sollte man immer auf der Suche sein nach dem, was einen auch glücklich macht. Was heißt für dich persönlich Glück? Du hast gerade Wertschätzung als einen Faktor genannt. Glück ist natürlich eine sehr, ich sag mal so, die ganzen Sachen, über die wir gerade sprechen, oder dieses ganze Gespräch, basiert auf der Ausgangssituation, dass du gesund bist, dass es dir gut geht, einigermaßen, dass du überhaupt die Zeit dazu hast, dich mit tieferen Gedanken auseinanderzusetzen. Weil wenn du nicht, sagen wir mal, die Grundlagen also die Grundbedürfnisse deines Lebens befriedigt hast, Essen, Trinken, Schlafen etc., dann kommst du gar nicht auf dieses nächste Level, dich mit den anderen schönen Sachen dieser Welt auseinanderzusetzen und zu gucken, ob sie dich glücklich machen oder nicht glücklich machen oder wie oder was oder auch immer. So, das ist schon mal, das nur mal erstmal vorweg oder jetzt mittendrin einmal erklärt. So, deswegen würde ich schon mal sagen, Glück ist überhaupt erstmal auf dieses, wovon ich gerade gesprochen habe, 2. Level zu kommen. Ja. Dass du sagst, okay, deiner Familie geht es gut, allen um dich herum, den Leuten, denen du lieb hast, den Leuten, die dir wichtig sind, geht es gut. Und du dann noch, ich sag mal, luxuriös Zeit über hast, dich damit auseinanderzusetzen und auf der Suche nach dir selbst zu sein, was macht dich glücklich und dich dann auch noch in die Richtung auszuleben. So, das ist schon mal Glück. So, und dann noch Mitmenschen um dich herum zu haben, mit denen du es teilen kannst. Und das ist für mich sagen wir mal, ein Faktor, der erst noch viel später mit dazu gekommen ist, weil ich sehr viel lange so Eigenbrötler war in dem, was ich gemacht habe. Ja. So eine One-Man-Show, komplett alles alleine gemacht. Und dann hatte ich 2015 einen meiner besten Freunde, wo ich meinen ersten Auftritt, Einladung nach Dubai bekommen habe, mitgenommen. Und dann sind wir zusammen in Dubai gelandet, wurden dort abgeholt und dann sind wir Abendessen gewesen und dann saßen wir da und das war wirklich zum ersten Mal dieses Gefühl, dass einer aus meinem nahen Bekanntenkreis das miterlebt hat, was erlebt Nicky Tall eigentlich, wenn er gebucht wird und irgendwo ist. Weil sonst konnte ich das immer nur Leuten erzählen, aber du hast halt keinen dabei gehabt, mit dem du live dabei warst. So, und deswegen, geteiltes Glück ist doppeltes Glück. So, und das ist für mich Glück, um die Frage zu beantworten. Also sehr schön gesagt, ich bin gerührt. Das ist sehr schön. Wir sprechen ja auch sehr oft darüber, auch persönlich, was ist Glück. Und da fallen tatsächlich auch immer diese Faktoren. Und gerade der letzte Faktor, dass wir haben das gemerkt, seitdem wir jetzt arbeiten, als Student konntest du vieles nicht erlauben, aber seitdem wir arbeiten, haben wir eben das Glück, auch etwas Geld über zu haben. Und uns macht es mega Spaß, unseren Freunden und Mitmenschen auch was zu bescheren damit, was Gutes zu tun. Voll. Auch wenn es nur mal das Essen ausgeben ist. Das ist schon was. Ja. Natürlich. Und du hast gerade einen sehr wichtigen Faktor auch genannt bei dieser Findung des Glücks. Zeit. Erstmal auch die Zeit zu haben, um sich zu überlegen, was mache ich denn überhaupt? Und da ist die Frage, wie findest du all diese Zeit? Weil du bist ja Musiker, Produzent, du hast dein eigenes Label, du machst noch Kickboxen als Hobby und jetzt gehst du auch noch in die Politik. Wie schaffst du das alles? Also ich sag mal so, zwischen meinem 21. und 27. Lebensjahr habe ich im Durchschnitt, ich würde mal sagen, 4 Stunden geschlafen pro Nacht. Okay. So, um für meinen Traum wach zu sein. So, weil ich kann es mir überlegen, ich kann schlafen gehen und drüber träumen, ich kann aber auch wach bleiben und meinen Traum leben. No matter what you do, if you have a dream, believe in it, work on it, and work on it, and work on it, and work on it. And one day, even if you dreamed about being a musician in China, what did your papa go tell you? Baba, me, I want to become a musician in China. That's the same story I told to my dad. Me, I want to become a musician in Nigeria. You see me so on stage now, I did here. Du musst natürlich deine Zeit
gut organisieren. So, aber am Ende des Tages ist es wirklich so, dass jeder Mensch hat die gleichen 24 Stunden zur Verfügung. So. Und du musst dir einige Sachen wirklich abgewöhnen, wenn du dich erstmal daran gewöhnt hast. So, wenn du beispielsweise, ich habe diese Routine früher immer gehabt, du bist nach Hause gekommen von der Arbeit, hast dich erstmal aufs Bett gelegt. Ja. Dann guckst du dein Handy durch, dann scrollst du Instagram, Reels, so, dann kommst du TikTok mittlerweile. So, früher war es Facebook noch viel mehr. So, dann siehst du auf einmal, wie deine Stunden weggehen. So, dann bist du, keine Ahnung, noch in der einen oder anderen Serie drin vertieft. Gut, das war nie so mein Ding. Ich war nie so, ich habe extrem wenig Fernsehen geguckt und extrem wenig Serien und Filme gesehen. So, manchmal ist das sogar jetzt ein Nachteil, würde ich fast sagen, so, weil ich bei ganz vielen Dingen wirklich nicht mitreden kann. So, ne? So, aber dazu hat beispielsweise Lamborghini mal ein sehr schönes Statement gemacht. Die haben gesagt, Lamborghini gefragt, hey, warum macht ihr eigentlich keine Werbung für euch oder für Lamborghini im Fernsehen? Und da hat Lamborghini gesagt, oder der Pressesprecher von Lamborghini oder Chef von Lamborghini hat gesagt, die Leute, die unsere Produkte kaufen, sitzen nicht vor dem Fernseher. So. Ne? So. Und so habe ich meine Zeit wirklich in viele Dinge reingesteckt, wo ich dann einfach gesagt habe, okay, ich war ja schon recht früh, heutzutage nennt man das Content Creator. Früher gab es, glaube ich, dieses Wort noch nicht so, ich weiß es noch gar nicht, wo ich meine erste, aber ich habe gesagt so, ich habe zwar noch keine Kinofilme rausgebracht, aber Leute mich gefragt, ja, warum guckst du nicht das, warum machst du nicht das? Ich sage, nein, ich bin kein Konsument, ich bin eher Schöpfer. So, weißt du, ich bin mehr so das, ich mache eher das, was andere Leute gucken. Wortwörtlich Produzent. So, Produzent, so, ne? Nein, Schöpfer ist ein falsches Wort. Das nehmen wir mal zurück. Es gibt nur einen Schöpfer und das ist für mich der liebe Gott. Das stimmt. So, Produzent. Produzent. Apropos Produzent, ja. Ihr habt ja hier auch ein Label gegründet mit ein paar Kollegen. Ja. Liebe Grüße an die Jungs. Wie kam das zustande, noch ganz kurz? Das kam zustande. Ich bin 2018 komplett selbstständig in die Musik gegangen und habe mich dann so auf meine eigenen Sachen konzentriert, war auch komplett gut ausgebucht mit DJ-Sachen, habe zu Hause schon Studio gehabt und Mix und Mastering online und sowas gemacht viel. Auch produktionstechnisch alles über Online-Beats und so weiter und so fort. Und dann hat mich ein alter Bekannter aus Nienburg angerufen und hat gesagt, hey, ich habe hier noch 2 andere Kollegen von mir, die wollen auch ganz gerne in Musik einsteigen, irgendwie Studio machen, dies, das, die haben auch schon eine Räumlichkeit. Komm da mal vorbei und guck dir das mal an. So und so sind wir zusammengekommen und dann haben wir sozusagen aus dem Boden ein Studio gestampft mit einem angeschlossenen Label. Weil ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt das Wissen, was ich in meine Künstlerkarriere in den letzten 10 Jahren so mitgenommen habe, kann ich jetzt sozusagen in ein Unternehmen einbringen. Und so ist das Label entstanden. Okay, cool. Merkt ihr ganz kurz den Punkt mit der Musik? Eine zweite Frage, ich hätte heute nicht schlafen können, wenn ich das muss ich unbedingt noch erwähnen. Bürgermeisterkandidatur. Ja. Sag doch bitte dazu. Also Politik, das ist ja auch, ich finde es eigentlich cool. Wie kamst du überhaupt dazu, Politik zu machen? Erstmal sind die Sachen ja gar nicht verwandt. Musiker, Politiker, da denkt man nicht, ja okay, das geht Hand in Hand. Ja, also ich würde, natürlich es ist Kommunalpolitik, das würde ich würde es immer noch als etwas sehr anderes bezeichnen, als es jetzt die Politik ist, wie man sie jetzt kennt von ursprünglich Parteien, Bundestag, Landtag. Also diese typischen Parteiaktivitäten, die hast du jetzt nicht? Also ich bin sowieso parteilos. Ich mache meine Bürgermeisterkandidatur sowieso parteilos. Und cool. Es ist auch rein nur auf Nienburg bezogen. Es ist ja das Bürgermeisteramt für Nienburg. Das ist meine Geburtsstadt. Ja. Und ich würde es eher als zwischenmenschliches Fungieren betrachten, anstatt es so dieses Politiker-Dasein zu machen, weil es da einfach nicht das Gleiche ist. So. Und wie sich das Ganze aber ergeben hat, ist, ich bin eines Tages morgens aufgewacht, habe die Tageszeitung von Nienburg bei Facebook abonniert und da wurde bekannt gegeben, dass der aktuelle Bürgermeister, der jetzt schon 2 Amtszeiten durch hat, also über 10 Jahre ist, nicht noch ein 3. Mal antreten wird. So. Das war überhaupt das erste Mal, dass ich so von der Kommunalwahl und Politik überhaupt mitbekommen habe, richtig. So, weil es wirklich eine Sache ist, die jetzt nicht so unter jungen Leuten, ich sage jetzt einfach mal so, Kommunalpolitik ist jetzt nicht so Young Man Sports, ne? So, und das war für mich so genau der Einstieg, wo ich dann gesagt habe, okay, ich habe da mal so ein paar Fakten über mich zusammengezählt, wo ich dann auch so einen Facebook-Post gemacht habe, das war der Hashtag 1
Bürgermeisterkandidatur, wo man sich mal, also für die sich jetzt mal einlesen wollen in das Ganze, ich habe das so mit einem Hashtag und aufsteigenden Zahlen strukturiert, kann man sich jetzt mal bei Facebook oder Instagram mal durchlesen, dann ist man da im Bilde, wo der Prozess jetzt gerade steckt. Und dann habe ich mir beim Rathaus einfach mal angerufen und einfach mal gesagt, okay, mein allererster Punkt, so etwas zu machen, wäre erstmal Transparenz. So, weil man bekommt von sowas recht wenig mit. So als, also ich kenne jetzt keinen Kommunalpolitiker oder keinen Landtags- oder Stadtratsabgeordneten, der dich 24/7 wie ein Influencer auf Story mitnimmt, so, weißt du, oder wie ein Künstler oder wie auch immer. Und da habe ich mir gedacht, okay, das wäre vielleicht mal ein interessanter Aufhänger, solche in sich gekehrten Orte, wie es ja so beispielsweise Rathäuser etc. eigentlich auch eher sind, mal einen frischen Wind reinzubringen, dass es so eine Person wie ich an so einer Position sitzen könnte. So. Und dann habe ich mich in die ganze Geschichte eingelesen, mich damit befasst, habe dann einen Termin beim Rathaus gemacht, bin dort vorstellig geworden und habe dann sozusagen meine To-Do-Liste gekriegt, was ich alles an den Start bringen muss, um überhaupt auf dem Wahlzettel zu stehen am 12.09.2021. Okay, für alle Leute aus Nienburg, merken bitte. Genau, 12.09.2021. Mit Nikitor. So, und dann habe ich das alles erfüllt, wo auch der größte oder sagen wir mal der kritischste Punkt an dem Ganzen waren 195 Unterstützungsunterschriften, okay, wo ich mich auch an der Stelle erstmal schon bedanken möchte für die Leute, die mir da so den Vertrauensvorschuss gegeben haben, einfach mich an dieser Position sehen zu wollen. So. Und so ist der ganze Stein ins Rollen gekommen. Dann ist die Nienburger Presse darauf aufmerksam geworden, hat den ersten Bericht geschrieben und dann war das Ding sozusagen aktiv. Und jetzt sind wir im Wahlkampf. Aber auch aus Verbundenheit zu deiner Heimatstadt vielleicht? Nur daraus. Also ich will es für keine andere Stadt machen. Also willst du jetzt nicht in Hannover sagen? Ich will es für keine andere Stadt aktuell machen. Okay. So, also es ist nur Nienburg oder nix. So ist das. So von Nienburg für Nienburg. Das war so, weil ich sag mal so, ich und zwei meiner besten Kumpels, wir haben ein Unternehmen gegründet, 2016, das Nightlife Weekend heißt. Und wir haben für das Nienburger Nachtleben sehr viel getan. So. Und so war auch die ganze Intention, das war damals immer unser Motto, unser Leitsatz von Nienburg für Nienburg. So, und das waren drei Leute insgesamt. Also ich, Dominik Christen, DJ Manila. So, wir zu dritt haben Nightlife Weekend gemacht. Oder machen es immer noch bis jetzt. So, und haben nur bloß mit eigenen finanziellen Mitteln und der Mindpower von 3 Leuten das im Nachtleben bewegt. So, und jetzt muss man sich überlegen, das war der Anspruch für mich, dass ich sage, okay, ich bin Teamplayer. Wenn ich jetzt eine komplette Stadtverwaltung mit mir im Einklang hätte und dann noch die finanziellen Möglichkeiten, die, sagen wir mal, einer Stadt zur Verfügung stehen, klar, die als 3 Leuten, die es aus ihrem Privatvermögen stemmen, natürlich, ja, dann wären natürlich ganz andere Dimensionen möglich. Und das war der Anspruch, zu sagen, ich möchte dort an den Start gehen. Oh, cool. Okay. Auf jeden Fall viel Erfolg für die Kandidatur. Wir drücken dir die Daumen. Aber wie du gerade gesagt hast, der Politiker hat doch eher so ein starres Weltbild, ist vielleicht ein bisschen intransparent, man weiß nicht genau, was so die Aufgaben sind, der zeigt sich vielleicht nicht, außer jetzt Donald Trump, der jetzt regelmäßig tweetet, aber sonst weiß man nicht wirklich, was da für Aufgaben sind. Ja, genau, das ist somit auch so ein Anspruch, weil ich sag mal so, ich habe alleine schon während meiner Kandidatur so viel darüber gelernt, was so eigentlich Basic-Wissen ist, was viele gar nicht wissen. So, das ist beispielsweise als, ich sag jetzt mal, der Bürgermeister hast du gar nicht so die Master Power, dass du jetzt sagen kannst, Licht an oder Licht aus. So, das ist gar nicht so, weil du dich am Ende mit einem Stadtrat zu einigen hast, wo du eine Stimme von mehr als 30 bist, beispielsweise in einem Landkreis Nienburg, so, oder in Nienburg. Und das ist alles so Wissen, wo jetzt Leute sagen, da hat einer ein lustiger Facebook-Kommentar gemacht, ich würde es nicht so befürworten, wenn jetzt ein Musiker an die Macht kommt. Dazu hätte ich genau eine Frage, weil ein Politiker wird ja immer strikt in einem bestimmten Rahmen gesehen. Ja? Der hat so und so auszusehen, vielleicht wie etwas älter, wie du gesagt hast, genau, ist eher seriös, genau, und geht vielleicht einer anderen Tätigkeit nach, als jetzt Musiker, also freischaffender Künstler ist. Ja. Wie gehst du damit um, wenn Künstler jetzt dich sehen, sagen wir mal Nikitor, wenn die einfach mal googeln, YouTube gucken, sehen ja eher viele Musikvideos von dir, anstatt dass du irgendwo auf einer Bühne stehst und reden hältst über die Politik. Ja. Oder auch, dass du Kickboxer bist, ja? Ja. Das passt ja auch vielleicht nicht so in das Weltbild
des normalen Bürgers, eines Politikers. Und wie würdest du oder wie gehst du auch damit um, wenn Leute dich versuchen, in ein bestimmtes Muster zu stecken? Weil du passt eigentlich in gar kein Muster. Nee. Also es ist, natürlich muss man jetzt noch viel mehr als zuvor unterscheiden zwischen Nikolaos Georgakis und Niki Toll, der Kunstfigur. So, ne? Ich bin jetzt nie so krass der Künstler gewesen, der, keine Ahnung, so irgendwas extrem Polarisierendes in irgendeine Richtung gemacht hat, dass sich das für mich als Privatperson nicht verkaufen lässt. Ja. So, das habe ich nie gemacht. So, für mich war immer alles, ich kann meine Musik als Nikolaos Georgakis jemandem vorstellen und sagen, hey, das bin ich, mein Künstlername ist Niki Toll. So, das geht ziemlich nah an Einklang. So, deswegen habe ich da gar nicht mal so die großen Bedenken und auch gar nicht mal so die großen Zweifel, dass das so viele Fragen aufwirft. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwie ein Künstler wäre, der sein komplettes Musikerdasein oder sein Image-Dasein auf, keine Ahnung, irgendwelchen Songs gemacht hat, die alle auf dem Index gelandet sind wegen Homophobie, Frauenfeindlichkeit und all diese ganzen Sachen, das sind ja alles Sachen, die mit meiner Musik gar nichts zu tun haben. So. Deswegen, meine Musik strahlt aus Positivität, Liebe und Nachdenklichkeit. So. Und dazu tanzen. Spaß haben. Spaß. Ja. So. Das ist eigentlich das, was meine Musik erzählt von dem Leben einfach. So. Und das ist vielleicht auch der Motivationsgedanke, den man in Leuten, oder wozu ich auch Leute zu animieren möchte. Der Grund, warum ich auch beispielsweise diese Kandidaturstart oder das Ganze auch gemacht habe, ist erstens auch junge Leute zu motivieren, sich überhaupt dort mit auseinanderzusetzen, weil am 12.09. gibt es ja nicht nur Bürgermeisterwahl in Nienburg, es ist ja komplette Wahl für alles. Ja. So. Und das dürfen junge Leute nicht verpennen. So, zumindest wissen, warum sie was machen und was nicht machen. Das ist das Allerwichtigste. So, ich bin niemand, der jemandem eine Meinung aufzwängt, sondern vielmehr, ich respektiere jede Meinung, wenn ich weiß, dass deine Meinung dadurch entstanden ist, dass du aus eigener Power dir diese Meinung angeeignet hast. So, dann respektiere ich jede Meinung, so, weißt du? So, aber wenn einfach einer so ein Trittbrettfahrer ist und nicht weiß, warum er was macht, das ist nicht so, dass ich es nicht respektiere, dann ist nichts da, was du respektieren kannst oder ernst nehmen kannst, weil du einfach weißt, okay, es ist halt einfach nichts, es ist halt keine Substanz vorhanden. So, das ist die ganze Situation. Hast du dir eigentlich überlegt, wenn du die Wahl gewinnen solltest, ja, wie wird es zeitlich aussehen mit der Musik? Wärst du dann nicht wieder an dem Punkt, an dem wir am Anfang thematisiert haben? Oder? Also sicherlich, für mich steht aber fest, wenn ich so viel Zuspruch kriege für das, was ich vorhabe als Bürgermeister, dann muss ich auch zurück abliefern und muss ich mich auch dem voll hingeben. So, es sieht in der Form so aus, dass ich habe Musik immer nebenbei gemacht. Jetzt ist es eher so, dass ich Musik für mich und ein ganzes Team noch mache. So, hätte ich meine Karriere so strukturiert, dass ich als Künstler nur Leute gehabt hätte, die für mich zuarbeiten, dann ist Musik eine ganz unzeitaufwendige Sache. Dann gehst du dahin, dann hast du einen, wenn du einen bezahlen kannst, der für dich Songs schreibt, einen bezahlen kannst, der für dich Beats macht, einen bezahlen kannst, der für dich Mix und Mastert und einen bezahlst, der für dich Promotion macht. Dann gehst du am Ende nur hin, lieferst ab und gehst wieder nach Hause. Dann sind das in der Woche vielleicht 3-4 Stunden mit meiner Erfahrung jetzt. So. Wenn du aber das, was ich alles erwähnt habe, alles alleine machst, okay, dann ist es ein Fulltime-Job. So. Also da ist es eher so, wenn es jetzt dazu kommt, dass ich wirklich diese Wahl gewinnen sollte, dann gehen die nächsten 5 Jahre auf jeden Fall dafür drauf. Ja, und das, was sich an Freizeit noch überbleibt, weil ich gehe stark davon aus, dass beispielsweise der aktuelle Bürgermeister hat 5 oder 6, 7 Kinder, glaube ich sogar. Okay. Ich habe noch kein einziges. So. Und ich glaube mal so, wer Zeit für sowas hat, der hat vielleicht auch noch Zeit, wenn er das alles nicht hat, nochmal einen Song zu machen, weißt du? Ja, klar. Stimmt, ja. So. Und alles andere wird sich fügen. Ja. Hast du noch eine Frage? Weil ich habe noch eine Frage tatsächlich. Ja. Und zwar als Musiker, wir sehen jetzt die Gitarren, ist man ja sehr filigran mit seinen Händen. Ja. Ja, du brauchst deine Hände auf jeden Fall für die Arbeit. Ja. Aber auf der anderen Seite, beim Kickboxen, benutzt du diese Hände eher in brachialer Art und Weise, um ja, nicht mehr filigran zu sein, sondern einfach Durchschlagskraft zu haben. Ja, ich habe durch Kampfsport
Ich habe so viele Sportarten gemacht schon in meinem Leben. Ich habe Handball gespielt, ich habe Basketball gespielt, Tischtennis gespielt, Fußball früher gespielt. Die wenigsten Verletzungen in meiner Sportkarriere hatte ich im Kampfsport. Okay. Von allen. So, ne? Von allem, was das andere war mal, keine Ahnung, umgeknickt, Bein stehen geblieben, umgegrätscht worden, dies, das, hier Zerrung, da was geprellt und so weiter. Okay, beim Kickboxen ist natürlich, du hast natürlich Verletzungen nach dem Kampf, einfach Schäden. So, ne? Wenn du jetzt, keine Ahnung, 8 Low-Kicks in einer Runde kriegst und du blockst die nicht, dann hast du nächsten Tag ein blaues Bein, ist klare Sache so. Das geht aber wieder weg, zählt nicht unbedingt so als Verletzung, sondern eher als Damage. Für mich mit meinen Händen, ich würde eher sagen, dass ich gar nicht so diese Gitarristenhände eigentlich habe. Ich habe nur bloß damit halt gelernt, Gitarre zu spielen und Musik zu machen, weil ich eigentlich eher so diese Riesenhände, Pranken habe, so, die sich eigentlich also ich habe bessere Kämpferhände als so die üblichen filigranen Musikerhände. Okay. So, also habe ich eher von dem Brachialeren ins Feinere rüber trainiert, anstatt, keine Ahnung, wenn du jetzt, glaube ich, so mit so zerbrechlichen Händen kommst und dann, glaube ich, in Kampfsport gehst, ich glaube, das ist schwieriger so rum als die andere Reise rückwärts. Okay, verstehe. Ja, das ist die Antwort. Okay, cool. Ja, mega. Ich habe jetzt zum Schluss nochmal 1, 2, 3 Fragen, die ich verpacke und ich hoffe, dass du dann noch hinterherkommst. Und zwar, wir machen ja auch wir haben ja jetzt 13 Videos bis jetzt gemacht, wir haben unterschiedliche Themen angesprochen. Danke dir, vielen Dank. Wir haben ja ein Video über Routinen gemacht, zum Beispiel, ob Routinen Fluch oder Segen sind. Dann haben wir zum Beispiel Sachen thematisiert, warum es wichtig ist, dass man mit positiven Menschen zu tun hat. Ja. Ein weiterer Punkt ist, was hatten wir noch? Angst vor Veränderungen, genau. Diese 3 Sachen, falls du das noch einordnen kannst. Und mit der Masterfrage, warum ist eigentlich ein gesundes Mindset wichtig? Also ich versuche das nochmal kurz zu ordnen. Ja. In dem, was du machst, sind da Routinen passend oder nicht? Weil das ist ja als Künstler, würde ich sagen, oder denke mal, dass man da sehr eher agil und dynamisch unterwegs ist. Ja. Dann das alles, was du gesehen hast, die verschiedenen Länder und die verschiedenen Dinge, die du gemacht hast. Hattest du Angst vor Veränderungen? Hat sich das gebessert? Ich war nie so der Typ, der Angst vor Veränderung hat. Ja. Also gar nicht. Ich mag aber Routinen. Okay. So sehr. Beispielsweise bei mir ist so eine Sache, ich habe rechts mein Handy, links mein Portemonnaie und hinten rechts mein Schlüssel. Und wenn ich so mache, dann weiß ich, okay, 3 Sachen, alles ja, da. Den Tick habe ich auch. Den mache ich auch. Das ist so. Und ich habe auch noch nie, Gott sei Dank, ein Handy verloren, ein Portemonnaie verloren oder einen Schlüssel verloren. So. Deswegen würde ich sagen, in manchen Stellen gehört es halt einfach hin. So, in manchen Stellen ist es auch eine Blockade. Wenn du sagst, ich habe das schon immer so gemacht, ich mache das immer so, dann werden sich auch nie neue Sachen ergeben oder schwierig neue Sachen ergeben. So, deswegen würde ich sagen, es ist eine Kombination aus beidem. So was für dich selber und für deinen eigenen Tagesablauf richtig ist, so, aber was für deinen Connecten mit anderen Menschen ist, muss man ab und zu mal verschiedene Wege gehen, würde ich sagen. Und Verschiedenes ausprobieren. So, das zu der Frage mit der Routine. Genau, und die letzten beiden Fragen, die kannst du eigentlich auch verpacken. Du hast ja viel mit Menschen zu tun. Ja. Und warum ist es wichtig, dass man mit positiven Menschen zu tun hat? Und warum ist ein gesundes Mindset wichtig? Das eine schließt ja das andere. Also du hast ja wahrscheinlich in Nigeria und wo du alles warst, viele Menschen kennengelernt, wahrscheinlich auch viele positive Menschen. Ja. Da vielleicht interessant, was haben die Menschen mit Niki Thor gemacht? Also ich muss sagen, ich bin sehr dankbar darüber, dass ich dieses Reisen alles hinter mir gehabt habe, weil es auch ganz oft mir gezeigt hat, dass ich auch oft im falschen Umfeld war. So, weil ich bin so ein Typ, ich stehe morgens auf, ich habe gute Laune. Ich gucke jemanden an, ich lächle den an. So, es gibt auch Teile in dieser Welt, ich will jetzt nicht nur sagen pauschal Deutschland, oder beispielsweise, wenn mich jemand fragt, welche Städte magst du in Deutschland am liebsten, dann ist fast für mich Hamburg einer meiner Lieblingsstädte. So, Bremen früher auch viel gewesen, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich fühle mich da wohl, ich bin da gerne, du lächelst die Leute an, die lächeln zurück. Es gibt auch Städte so in Deutschland, da konnte ich das nicht feststellen. So, du gehst irgendwo hin, du lächelst jemanden an, der denkt, du bist ein Knecht. So, weißt du? So, weil der denkt, ja, warum lächelt der mich an? Yes. Das ist einfach nicht gewohnt. So. Und da musst du einfach sagen, okay, wieso denkt er denn das von mir?
So, weißt du? Weil es halt einfach irgendwo, man muss sich mit den richtigen Leuten umgeben, die einen auch als das nehmen, was man ist, was man auch ausstrahlen möchte. So, weißt du? Und das habe ich gemerkt und gelernt durch vieles, wo ich durch die Welt gereist bin. So. Und Positivität ist eine ganz wichtige Sache. So, wenn du irgendwo hingehst und du Positivität ausstrahlst, es ist ein physikalisches Gesetz. Energie geht irgendwo hin, Energie kommt zurück. Absolut, so. ja. Und Druck erzeugt Gegendruck. Definitiv. So. Und das ist so, wenn du irgendwo hingehst, und ich habe Gott sei Dank noch nie irgendwo, wo ich war, Probleme gekriegt, Stress gehabt. Irgendwo dies, das, vielleicht, keine Ahnung. Ich bin auch, glaube ich, irgendwo eine gewisse Erscheinung, wenn ich auch irgendwo bin. So. Das spielt natürlich auch irgendwo mit dazu, weshalb ich auch vieles alleine machen konnte, wie ich es machen konnte. Aber generell gehe ich einfach mal davon aus, wenn jetzt nicht, keine Ahnung, Negativität auf dich zukommt in Form von, dass jemand dir was Böses will oder du Opfer von einem kriminellen Delikt wirst oder du gerade ausgeraubt oder irgendwas wirst, sondern wir uns auf einer normalen Plattform befinden, wo alle einigermaßen korrekt sind, so, und du irgendwo hingehst und du wirklich korrekt und liebevoll das bist, dann, ich bin der Meinung, jeder Mensch hat seine Momente, wo er auch gerne gut ist mit anderen Menschen. So, und wenn du das schaffst, in diese Momente bei anderen Menschen reinzukommen, dann hast du auch irgendwann nur noch Positivität um dich herum. So, und das ist so die Sache, was ich einfach lernen konnte über dieses viele Reisen, viel mit neuen Menschen zu tun zu haben. Weil es ist so, man sagt, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Ja. So, und wenn du das oft hast, dass du oft irgendwo einen ersten Eindruck hinterlässt, und oft, es gibt auch Leute, die haben ihren kleinen Umkreis und sind diesen Herausforderungen gar nicht oft gestellt. Deswegen kann man es auch vielen Leuten gar nicht übel nehmen, wenn die dann beispielsweise neuen Leuten gegenüber nicht aufgeschlossen, nicht freundlich, nicht dies, nicht das sind, weil es halt auch gar nicht in deren Alltagstraining einfach ist. So, und wenn du das hast, dann kommt es auch zurück. Ja, sehr schön, also sehr schön gesagt, wirklich cooler Gedanke. Also jetzt nochmal abschließend, warum ist es wichtig, eine gesunde Denkweise zu pflegen? Weil in dem, was du alles... Genau, das war die letzte dritte Sache, die noch... Genau, das alles, was du gemacht hast, das hatte wahrscheinlich das war die zentrale... Ja, total. Also die Denkweise ist einfach, die Denkweise ist wichtig, weil das der Anfang oder der Kern von allem ist, was du danach vorhast und was du danach machen wirst. So, du setzt dir ja irgendwas in den Kopf, es startet ja mit dem Gedanken, okay, ich werde jetzt meine rechte Hand dahin bewegen. So, es startet ja alles mit einem Gedanken. So, und wenn du das einfach gut überdenkst und dir auch dich selbst reflektieren kannst und einfach auch sagen kannst, okay, dieses Mindset oder die Gedanken, die du dir aneignest, das ist halt einfach das richtet einfach das aus, wo du hin willst oder wo du hingehen wirst. So. Und wenn man sich über dem bewusst ist oder wenn das bei einem angekommen ist, dass man sagt, okay, ich entscheide mich heute Morgen, dass das ein guter Tag wird, dann ist das schon mal ein Step, wo dich einfach nichts aus der Ruhe bringen kann. Weißt du, wenn du einfach dein eigenes Lebensglück oder deine Lebensfreude nur von den Umständen abhängig machst, die auf dich zukommen, dann bist du wie eine Blume im Wind. Dann musst du immer damit rechnen, egal wo der Wind herpustet, da gehst du hin. So, weißt du, und dann, wenn du das selber in die Hand nimmst, dann kannst du auch bestimmen, was los ist. So, und dann ist auch dieses, klar gibt's viele Sachen, über die man sich arrangieren muss. Beispielsweise ich bin jetzt an einem Punkt, ich bin jetzt an dem glücklichsten und luxuriösesten Punkt in meinem Leben angekommen. Ich habe mir jetzt seit 4,5 Jahren keinen Wecker mehr gestellt. Ich habe mir keinen Wecker mehr gestellt. So, vielleicht nur noch, weil ich mal einmal irgendwo hin musste oder weil ich einen Termin oder sowas hatte. Aber so, dass ich mir einen Wecker stelle, um dann für den Traum eines anderen arbeiten zu gehen. Nein. Also du hast ihn gestellt, weil du wolltest, nicht weil du musstest, ne? Genau. So. Und dann ich jetzt nur noch mit Menschen umgeben bin, auf die ich 100% Bock habe. Das ist das Ding. Ich muss mich tatsächlich mit ganz, ganz wenigen Menschen in meinem Leben um mich herum nur noch arrangieren. So, das ist natürlich ich sage jetzt mal so ein Level, was erst nach langer Zeit irgendwann erreicht ist, wenn du
lange genug dir diesen Gedanken gemacht hast auch und auch dein Leben in die Richtung, die Schritte gegangen bist. So, wenn du natürlich diese Steps nicht gehst und du sagst, okay, ich stehe morgens auf und das regt mich auf und das regt mich auf und das regt mich auf und du tust da nichts gegen, dann wird es auch schwierig, mit Mindset daran zu gehen irgendwann so, ne? Weil irgendwann holen dich halt einfach die Fakten wieder ein. Du kannst es von unten nach oben angucken, du kannst es drehen, wie du willst, und es ist einfach Kacke am Ende, weißt du? So. Und da musst du was ändern. So. Aber wenn du das erkannt hast und diese Reise anfängst zu gehen, dann kannst du auch irgendwann den Status erreichen, dass du halt einfach sagst, ich lebe das Leben, was ich möchte. Mega. Und so, das ist das Mindset, würde ich sagen. Einfach da irgendwo anzufangen und dann einfach, es ist völlig egal, wie lange es dauert. Du musst nur bloß dein Ziel irgendwo kennen. So. Und dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, anzukommen. Und dieser Weg ist viel einfacher, wenn du weißt, wo es hingeht, anstatt wenn du gar nicht diesen Kompass gar nicht ausgerichtet hast. So, weil dann wird es nämlich, ich sag mal so, die Alltagsumstände dich irgendwie anfangen anzufressen. Aber wenn du das hast, dann ist es dir egal. Ich würde sagen, das sind die schönsten Abschlussworte, die du finden konntest, weil das beantwortet genau die Anfangsfrage, die wir gestellt haben. Ja. Was ist das Mindset hinter diesem ganzen Erfolg? Das hast du sehr schön beantwortet. Cool. Vielen Dank. Vielen Dank. Abschließend nochmal, an unsere Zuschauer, die das Ganze jetzt heute mitverfolgt haben. Ich hoffe, ihr habt die erste Folge genossen mit Niki Talk. Was wäre hast du irgendeine Message, die du den Leuten mitgeben möchtest? Hast du irgendwas, wo du sagst, nochmal ein kurzer Satz, einfach straight, das sehe ich so und das könnte euch vielleicht auch weiterhelfen? Also irgendein Leitfaden, den du im Leben hast oder ein Lebensmotto? Also ich sag mal so, wir sprechen ja jetzt hier gerade auf einer deutschsprachigen Plattform, sage ich mal so, und haben überwiegend Zuschauer jetzt aus Deutschland, die zugucken. Und wenn man von hier aus gerade Zuschauer ist oder vielleicht auch sogar gerade hier geboren ist, sollte man sich im Klaren sein, dass man auf dem Teil der Welthalbkugel geboren ist, wo man sich wirklich entscheiden kann, was man werden möchte. Das stimmt, und was man erreichen möchte und was man wirklich sein Schicksal in die Hand nehmen kann. Es gibt Teile in dieser Welt, da ist dir dieses Privileg noch gar nicht gegeben. So. Und das ist sowieso die Grundbasis, wofür ich erstmal sagen würde, wenn man sich über dem im Klaren ist, man muss sich erstmal gucken, auf welchem Level, man denkt manchmal in seinem eigenen Leben, auf welcher Stufe der Leiter stehe ich denn gerade, oder ich bin noch nicht mal drauf, aber wenn man dann mal wirklich anfängt, sich umzugucken, dann merkt man, okay, man steht vielleicht sogar schon auf Sprosse 13. So, weißt du, weil es hätte auch 100-mal beschissener sein können. Absolut. Als es jetzt gerade vielleicht ist. So, und wenn man sich über dem so im Klaren ist und erstmal sozusagen seinen Ausgangspunkt verstanden hat, dann kann es von da aus nur noch besser werden. So, und um die Frage zu beantworten ist, das Leben ist für mich so ein Mix aus vielen, vielen Sachen. Du kannst nicht nur den Schwerpunkt auf eine einzige Sache legen, so, weißt du? Weil wenn du alles versuchst irgendwie unter einen Hut zu bringen und merkst, dass, keine Ahnung, die Sache, nach der du gerade strebst, es aber links und rechts daneben noch genug viele andere gibt, dann ergeben sich manchmal die tollsten Sachen, die einem sozusagen erstmal so gar nicht bewusst waren. So, weil es ist so, selbst wenn du für ein Riesenziel hinausschießt und du kommst aber nicht an, aber du hast ja trotzdem so ein riesen heftiges Ziel vorgenommen. Beispielsweise ich sag dir, mein Ziel ist, ich will der größte weiße Künstler in Afrika werden. Der größte von allen. So, vielleicht bin ich gerade gut dabei, vielleicht hört es aber auch jetzt auf, bis dahin, wo ich gekommen bin. Aber selbst wenn es das jetzt gewesen ist, bis dahin hat sich alleine schon mit diesem großen Vorhaben so viel Geiles auf dem Weg bis dahin ergeben. Absolut, ja. Dass man einfach sagt, okay, ich habe persönlich selber schon mit Musik meinen Seelenfrieden gefunden. Und das ist für mich der allergrößte Luxus, den es bisher in meiner Karriere gab. An dem Punkt gekommen zu sein, zu sagen, okay, jetzt reden wir schon wieder so viel. Nein, deswegen sind wir hier. Deswegen sind wir hier. Was kann ich den Leuten mit auf den Weg geben? Wenn du merkst, was ich schon vorher gesagt habe, wenn du dir im Klaren bist und merkst, dass du gesund bist, dass du dich wirklich ohne Scheiß, ich sag das auch zu anderen Leuten, wenn du Liebeskummer hast, das ist ein Luxusproblem. So, ne? Wenn du wirklich
kein Essen, kein Trinken, kein dies, kein das alles gar nicht hast, dann wirst du dir ja niemals Gedanken darüber machen, ob du gerade ein zerbrochenes Herz hast wegen so einem Typen, der, keine Ahnung, wo ihr noch nicht mal richtig was Ernstes hattet oder. So, weißt du? Und wenn du dich dem erstmal bewusst bist, wie gut es dir geht, was du hast und was du daraus machen kannst, dann ist, glaube ich, schon mal viel gewonnen. Also Dankbarkeit ist hier ein großes Stichwort. Ja, natürlich. Das. Also guck mal, weil jeder muss am Ende fürs Leben. Ich bin nicht der Typ, der sagen würde, guck mal, ich bin beispielsweise, ich bin Christ. Ich bin aber jetzt nicht der sich hinstellen würde und sage, schließe dich dem Christentum an. Dann, ne, so. Weil das muss jeder am Ende für sich, für sein eigenes Leben selber wissen und bestimmen, was ihn glücklich macht oder was ihn ausfüllt oder was auch immer. So. Dazu, um das auf den Punkt zu bringen, das ist für mich, glaube ich, das, was ich jedem auf den Weg geben könnte, weil das das ist für jeden gleich. Wenn du den Punkt erkannt hast und weißt, okay, das ist meine Ausgangssituation und damit gibst du dich zufrieden, dann weißt du, dass du von da aus wachsen kannst. So, aber wenn du das erstmal realisiert hast, und das ist, glaube ich, das, was für eine Mehrheit gleich sein könnte, was ich vielen Leuten mitgeben könnte. Ja. Mega, mega Message. Danke dafür. Und unsere allerletzte Frage ist, die Zuschauer, also bei uns, die Community, alle, die zuschauen, ihr wisst ja, wir binden euch immer mit in die Videos ein. Nicht wir sind die Mindhunter, sondern ihr seid die Mindhunter, die Community und unsere Gäste. Und deswegen, weil du auch ein Mindhunter bist, hättest du einen Wunsch, was wir als nächstes drehen sollen? Irgendein Thema, wo du sagst, das ist vielleicht wichtig oder das liegt mir auf dem Herzen. Jungs, macht ein Video drüber. Ich würde es aus eurem Format richtig interessant finden, wenn ihr mehr sowas macht, auch andere Leute zu interviewen. Und auch Leute zu interviewen, die unterschiedliche Geschichten haben im Leben. Und das sozusagen zu vergleichen mit, ihr stellt ein und dieselbe Frage und guckt, wie verschiedene Personen darauf antworten. Das wäre so eine Idee, also so ein Gedanke, der mir jetzt gerade so kam, was für euch als die Mindhunters sozusagen so ein Content-Creator-Tipp so wäre. So, ihr sucht euch eine und dieselbe Frage aus und stellt die verschiedensten Leuten und fügt beispielsweise mal so die Antworten zusammen und einfach mal so den Weitwinkel einfach mal so zu sehen, wie Leute die eine und dieselbe Frage eigentlich betrachten, wahrnehmen und auch beantworten. Das wäre so ein kleiner Tipp. Mega, mega. Perfekt, das machen wir doch. Das würde ich gerne mal sehen. Wenn ich euer Zuschauer wäre, das würde ich gerne mal sehen. Ja, wir haben, das ist auf jeden Fall, weil der nächste Gast, ohne dass wir jetzt spoilern, der hat auch Musik gemacht, war auch Chemikant, hat abgebrochen so. Okay. Und macht jetzt was Richtung Hochzeit und Traurednerei. Also ganz cooler Typ, der in der nächsten Folge dann zu sehen sein wird. Ja. Und da hast du jetzt eigentlich schon mal den Antrieb gegeben. Also wer die Folge gesehen hat, wenn euch die Folge gefallen hat, dann schaut euch die nächste Folge auch an. Ähnlichen Weg wie Niki Toll hat unser nächster Gast. Und ja, mein Freund, wir bedanken uns vom ganzen Herzen für deine Zeit, für dein Intro vor allem, weil du bist in jedem Video mit dabei und du wirst in jedem Video mit dabei sein. Gerne, deswegen war es uns eine große Ehre, dich als ersten Gast zu haben, weil du ein Teil dieser Geschichte bist und auch immer sein wirst. Dankeschön. Bedanken uns auf jeden Fall für deinen Input. Gustav, noch abschließend irgendwas? Auch nur von mir, großes Danke. Gerne. Danke an euch auch, wenn euch die Folge gefallen hat. Wie immer, Daumen hoch geben, abonnieren, Glocke aktivieren und schreibt uns gerne in die Kommentare rein, wie ihr es fandet. Habt ihr andere Meinung, die der Niki vertritt? Wie seht ihr das Ganze? Was ist für euch vielleicht Glück? Vielen Dank. Vielen Dank. Mach's gut. Bis bald. Ciao. Ciao.